Klimaanlagen funktionieren genauso gut wie bei uns in Deutschland. Wir kriegen die Chance, diesen Leuten, die herkommen wegen Dracula, ja, dass sie uns erfahren. Butterig, cremig, trüffelig. Welcome to Siebenbürgen, würde ich sagen. Du willst wissen, wie sich eine Reise durch Transsilvanien wirklich anfühlt? Dann ist diese Serie für dich. Erlebe mit uns Abenteuer, Kulinarik und Kultur. Entdecke faszinierende Orte und lerne Menschen kennen, die Transsilvanien so besonders machen. Das letzte Frühstück in Hermannstadt. Es geht zu unserer neu entdeckten Lieblingsbäckerei. Hi, bună. Du gogoși cu Tilmea? Denn nach dem aufregenden Start heute Morgen kommt so langsam der Appetit. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wir sind gerade zurück von einem spektakulären Rundflug über Sibiu, den wir mit Radiohost und Pilot Eike Knall erleben durften. Bevor unsere Reise gleich mit dem Zug weitergeht, stärken wir uns also mit deftigen Gogosch. Die sind auch noch schön warm. Das ist auch der beste Laden von allen drei. Wir haben auch vorher schon bei einem anderen Laden geholt, die waren nicht so geil. Die sind jetzt wirklich frisch, die sind heiß noch. Wir haben 2 Stück mit Telemea, das ist so ein salziger Käse. Ich weiß gar nicht, wie man den vergleichen kann, mit welcher Art von Käse. Es ist nicht so ein Feta, das ist eher so ein salziger Frischkäse. Der Telemea ist zwar tatsächlich etwas weicher als der griechische Feta, genau genommen gilt der rumänische Schafskäse aber schon als Pendant zu seinem salzigen Nachbarn. 7 Lei und das wird so 1,40 sein. 1,40? Also. Und das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut gemacht auch. Also, wenn ich immer sage, ich esse am liebsten die Gemüse und so, das ist natürlich wahr. Aber das Gemüse wird meistens noch Fett und Teig und Käse. Für uns liegt der Bahnhof am anderen Ende der Stadt. Das heißt, wir müssen mit Sack und Pack bei 30 Grad einmal quer durch die Fußgängerzone. Also eins kann man immer sagen, auf den Wetterbericht kann man sich ja nicht verlassen. Aber wisst ihr was, immer nur besser statt schlechter. Vielleicht ganz gut. Geschafft. Ja, sieht aus dem Bahnhof, würde ich sagen. Also, ich glaube, wir müssen zu Gleis 2. Gut, es gibt eigentlich noch nur 4 Gleise, das ist ganz übersichtlich. 14:35 Brasov. Das sieht gut aus. Das heißt, wir müssen zu Gleis 2. Wenn wir es denn finden. Das sieht nach Gleis 1 aus. Wir kommen jetzt zu Gleis 2. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir müssen vielleicht da lang. Wir folgen mal vielleicht mal den Menschen, die da stehen. Gibt es eine Unterführung? Die müsste irgendwo hier sein. Ja, ich sehe sie schon. Am Bahnhof gibt es auf jeden Fall Mitch. Die gegrillten Hackfleischröllchen sind sozusagen ein echtes Nationalgericht. Ob Straßenfest oder Kneipe, in Transsilvanien sind diese Klassiker wirklich überall zu finden. So, jetzt haben wir noch 20 Minuten. Jetzt warten wir ein bisschen. Schon echt viel los, das ist überraschend. Ich dachte, es wird eher relativ leer werden. Weil als wir gebucht haben, waren auch alle Plätze frei. Schauen wir mal, wie voll es wird. Für uns kaum zu glauben. Überpünktlich fährt der Zug in den Bahnhof ein. So, jetzt schauen wir mal, welche Plätze wir haben. So, wir müssen auf Sitze 35, 36. Okay, na gut. Dann wieder auf. Wer hier mit dem Zug reist, wird feststellen, die Platzreservierung dient weniger als exakte Reservierung einer Sitznummer. Digitale Anzeigen oder ähnliches gibt es nicht. Am besten also einfach setzen, wo etwas frei ist. Also, Klimaanlagen funktionieren genauso gut wie bei uns in Deutschland, das kann man schon mal sagen. Ansonsten fahren wir sehr gemütlich. Es fühlt sich fast ein bisschen eher an wie eine Busfahrt. Also ich würde sagen, auch im Vergleich zu so Regional-S-Bahn sind wir nicht so schnell unterwegs. Aber es ist sehr schön. Wir fahren eigentlich an den Karpaten entlang. Das ist echt eine schöne Strecke. Wir sind auch pünktlich losgefahren.
Und so tingeln wir ganz gemütlich durch die rumänische Landschaft zwischen Sibiu und Brașov, während der Zug von Stopp zu Stopp leerer wird. Wir nutzen die Gelegenheit und werfen auch mal einen Blick in die erste Klasse. Ja, wir hatten im Vorfeld auch gesehen, dass es bei der Murum eine erste Klasse gab und eine zweite Klasse. Und wir konnten nicht herausfinden, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Klassen. Also haben wir uns entschieden, wir buchen die zweite, weil der preisliche Unterschied zwischen beiden Sachen war eigentlich nur, ich glaube, 3 €. Das ist wirklich ein marginal. Aber wenn ich jetzt so schaue, der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Abteilen ist die Tatsache, dass die Sitze rot sind und dass so ein kleiner Tisch noch dabei ist, teilweise. Also dementsprechend, ich glaube, es lohnt sich nicht. Ob erste oder zweite Klasse, der Ausblick ist überall derselbe. Und wie ich finde, richtig schön und entspannt. Der Zug ist aber gar nicht die einzige Möglichkeit, wie man jetzt von Städten wie Emmerstadt nach Kronstadt kommt. Es gibt auch durchaus auch die Möglichkeit mit anderen Verkehrsmitteln, wie zum Beispiel Bussen und Minibussen, die auch ganz einfach zu buchen sind, die Strecke zu machen. Der Preis ist fast identisch. Ich glaube, wir haben jetzt hierfür in der zweiten Klasse 6 € ungefähr bezahlt. Und diese Busse haben wir auch schon gesehen zu Angeboten von um die 10 € Footticket. Das heißt, und ich glaube, sie waren sogar einen Tick schneller. Also am Ende des Tages fahren wir jetzt mit dem Zug etwa 3,5 Stunden. Das ist abhängig davon, welchen Zug man nimmt, zu welcher Tageszeit man nimmt. Deswegen, wenn man jetzt keine Lust auf ein Zugabenteuer hat wie wir, dann kann man auch einfach durchaus etwas komfortabler über die Straße reisen. Für uns endet die Fahrt schon eine Station vor Kronstadt, in Weidenbach, rumänisch Gimbav. Unsere Basis für ein paar Tage. Von hier aus geht es mit dem Auto weiter. Holgers Vater, der uns begleitet, hatte uns zuvor in Hermannstadt abgesetzt. Jetzt treffen wir ihn am Bahnhof wieder. Ich habe das Auto schon stehen gesehen. Habe ich schon gesehen. Guten Tag. Willkommen zurück. Also, ich bin zurück. Freiheit. Gemeinsam fahren wir ins Zentrum von Weidenbach, Andreas' alten Heimatort. Wir übernachten im Kirchhof, der seit einigen Jahren auch als kleines Gästehaus mit 3 Zimmern ausgestattet ist. Holger und sein Vater sind hier bereits Stammgäste, wenn sie wie jedes Jahr für ein paar Tage zu Besuch sind. Der Kirchhof dient aber ebenso als Treffpunkt für die siebenbürgisch-sächsische Gemeinde. Und so werden wir zufällig von einer Blaskapelle empfangen, die heute Abend bei einem geselligen Treffen probt. Dazu gibt es Pizza und Pauli, rumänischen Schnaps. Es könnte schlechter laufen. Kleine. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Ach, die haben schon getrunken. Oh, gleich schlecht. Mit Einbruch der Dunkelheit breitet sich zwischen den Karpaten die Stille der Nacht aus. Bis zum Morgengrauen, wenn die Hähne auf den umliegenden Höfen dem neuen Tag entgegenkrähen. Zwischen den alten Obstbäumen hinterm Haus haben wir uns einen gemütlichen Platz zum Frühstücken gesucht. Zu Käse, Gemüseaufstrich und Brot gibt es eine unfassbar große Tomate aus dem Garten. Bei der Sorte hast du wirklich echt, da ist null Wasser, da ist einfach nur Fleisch, das ist einfach pures Fruchtfleisch.
Dementsprechend schmeckt sie auch einfach wie pures Fruchtfleisch. Das ist nichts mit Wassertomate und sowas. Oder Gummitomate, das ist einfach das ist wie Apfel. Also ich könnte jetzt auch hier einfach reinbeißen. Soll ich mal reinbeißen? Und auch das fruchtige Aroma ist ebenso beeindruckend wie die Textur. Wer nach Siebenbürgen reist, sollte sich unbedingt selbst davon überzeugen. Am besten an Marktständen oder in kleinen Gemüseläden danach schauen. Für uns geht es heute nach Kronstadt. Darauf freue ich mich schon sehr, denn Kronstadt ist bisher zumindest so meine Lieblingsstadt in Siebenbürgen. Ich mag wahnsinnig gerne dieses Flair, das da herrscht, unterhalb dieses Berges. Es hat sehr viel Gemütlichkeit, es ist eine wahnsinnig schöne Altstadt, es gibt sehr gutes Essen, die schöne Schwarze Kirche und generell gibt es an allen Ecken was zu entdecken. Man kann nach oben gehen an diese Zinne, hat einen wunderbaren Ausblick. Mal schauen, ob wir das heute noch schaffen. Und ich würde sagen, wir trinken uns einen Kaffee aus und dann geht's los. Die schweren mittelalterlichen Stadtmauern auf der einen und der imposante dunkelgrün bewachsene Berg auf der anderen Seite. Dazwischen die wuchtige Schwarze Kirche. Schon der Blick von oben verrät, in Brasov steckt jede Menge Geschichte. Doch sobald man die ersten Schritte durch die gepflasterten Gassen macht, fühlt sich die Stadt überraschend modern und lebendig an. Unzählige Bistros laden mitten in der breiten Fußgängerzone zu einer Pause ein. Zwischen Eisdielen und kleinen Boutiquen schlendern Menschen entlang der Schaufenster oder verweilen rund um den Brunnen am luftigen Rathausplatz. Dabei fügt sich alles wunderbar harmonisch zusammen, als würden sich die Gegensätze aus alten Ziegeln und neuen Ideen perfekt ergänzen. Und wenn beim Stadtspaziergang dann früher oder später der Appetit kommt, wird es Zeit für einen absoluten Snack-Klassiker. Una cu Nutella și Banane? Ich habe jetzt einen Kletit bestellt. Das ist der rumänische Crepe mit Nutella und Banane. Und wird geil. Zwischen 4 und 6 Euro kostet so ein gefüllter Crepe mit süßen oder herzhaften Toppings. Lange danach suchen muss man jedenfalls nicht. Kletit-Cafés gibt es in der Fußgängerzone mehr, als man an einem Tag testen kann. Wir machen uns jetzt aber nicht auf die Suche nach dem nächsten Imbiss, sondern auf den Weg zur Temper, auf Deutsch Zinne genannt. Der Zugang zum Naturpark ist von der Altstadt zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar, sofern man kein Problem mit Treppen oder Wegen mit Steigung hat. So, wir gehen jetzt auf den Hausberg, die Zinne, und wir fahren mit der Seilbahn nach oben und spazieren dann den Weg runter. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1970 gilt die Temper-Seilbahn als eines der Wahrzeichen von Brasov. Bis zum Herbst 2024 war die Anlage in Betrieb, um die Besucher bequem zwischen Berg- und Talstation zu befördern. Zuletzt mit den Gondeln im markanten Coca-Cola-Design. Diesen Herbst wurde es schließlich von einem komplett neuen Seilbahnsystem abgelöst. Und nicht nur das. In dem Zuge feierte auch das vollständig renovierte Panoramik-Restaurant direkt neben der Bergstation eine Neueröffnung. Nach einem Brand stand das Gebäude zuvor etliche Jahre leer. Heute lohnt sich also ein Besuch hier oben nicht mehr nur wegen der Aussichtsplattform. Wenn man aussteigt, kommt man erstmal durch so einen kleinen Waldteil. Da ist jetzt die Aussicht noch nicht wahnsinnig spannend, also eigentlich sieht man gar nichts. Aber man muss 10, 15 Minuten nach vorne gehen und dann kommen wir da an, wo dieses große Brasov-Schild ist, dieses Hollywood-Schild von Kronstadt. Auf dem Forstweg zwischen Seilbahnstation und Plattform wird es kurz nochmal ein bisschen hügelig und steinig.
Das hält uns aber nicht auf, denn das Wetter verspricht freie Sicht. Und die genießen wir jetzt auf 960 Metern Höhe. Über den Serpentinenweg geht es für uns im Schatten der Bäume zu Fuß nach unten. Die Route ist recht einfach und es ist kaum etwas los. Um uns herum nur Vogelgezwitscher und das Rascheln der Blätter im Wind. Eine knappe Stunde später erreichen wir bereits wieder die Altstadt. Perfektes Timing, um den Tag bei einem Abendessen auf einer der unzähligen Terrassen ausklingen zu lassen. Wir folgen der ersten Seitengasse bis zu einem italienischen Restaurant mit Blick auf den sonnigen Gipfel. Hier soll es frische Pasta aus dem Parmesanrad geben. Das klingt richtig lecker und sieht in der Zubereitung auch schon vielversprechend aus. Also ich freue mich jetzt schon sehr drauf, ich habe schon extrem Hunger und es riecht so nach frischen Tomaten. Und ja, mit dem Ausblick hier macht es schon echt viel Spaß. Das ist schon sehr geil. Also Pasta auf den Punkt, Soße, ist zu tomatisch, schön käsig, mal wieder schön käsig. Also das Thema Käse werden wir hier nicht los. Das ziehen wir jetzt durch. Als großer Trüffelfan muss ich natürlich auch die Trüffelpasta probieren. Trüffel gibt es ja auch in Siebenbürgen. Ich hoffe, dass wir noch irgendwo welche mal live sehen. Das ist eine schöne Trüffelsoße mit dem Parmesan in Kombination. Und ich würde sagen, wir testen das jetzt gleich mal. Butterig, cremig, trüffelig. Welcome to Siebenbürgen, würde ich sagen. Wir erleben die Gastronomieszene in Brasov modern, hochwertig und super vielfältig. Mit Christian Macedonski, Unternehmer und Tourismusexperte für Rumänien, sprechen wir über die besondere Kulinarik des Landes und die Einflüsse auf Kronstadt. Ich muss sagen, als ich das erste Mal in Kronstadt war, fiel mir einfach schon damals irgendwie auf, dass Kronstadt, so was die Kulinarik und das Barleben und so betrifft, also ich war total geflasht. Also der erste Eindruck war so, wow, irgendwie, die haben diese wunderschöne Altstadt und hinter diesen alten Fassaden steckt wahnsinnig viel innovativer, frischer, kulinarischer Geist. Auch aus dem Grund, weil wir touristisch die attraktivste Stadt wahrscheinlich sind, auch die größte. Ich sage immer, wir sind die touristische Hauptstadt Rumäniens, ungekrönt, aber wir haben die Krone im Wappen. Wir haben über 2 Millionen Touristen. Natürlich hilft uns das Dracula-Schloss, das ja 30 Kilometer von hier entfernt ist und die 1 Million Touristen haben. Und die Leute gehen und schauen sich das Schloss an, aber dann wollen sie ein wenig den Rummel einer Großstadt. Ja. Das ist halt Kronstadt. Und da müssten wir eigentlich dem Bram Stoker jeden Tag danken. Der Mythos um die Romanfigur kann also auch als Türöffner gesehen werden. Wir kriegen die Chance, diesen Leuten, die herkommen wegen Dracula, ja, dass sie uns erfahren, dass sie unsere Geschichte lernen, dass sie unsere Kultur sehen, dass sie unsere Gastronomie und die Kulinarik erleben. Und ich muss ja sagen, gerade die rumänische Kulinarik ist einmalig in der Welt. Das ist ja ein Schmelzpot der Kulturen. Weil wir haben türkische Einflüsse hier von den Ottomanen, wir haben russisch-ukrainische Einflüsse vom zaristischen Reich damals mit den Borsch. Ja. Dann haben wir die serbischen Einflüsse aus dem Balkan, aber auch die ungarisch-österreichischen Einflüsse und natürlich die Siebenbürger Sachsen, die auch die eigene Küche hatten. Ja. Und so ist es so ein Schmelzpot, wo du alles findest. Und das ist so vielfältig, aber auch so unterschiedlich zu den einzelnen Küchen, wo die herkommen.
dass der wirklich attraktiv ist. Und das müssen die Leute erfahren. Weil über Tourismus läuft ja über Gastronomie und über Essen und über gastronomisches Erlebnis. Und das macht uns in Kronstadt bisher schon mal jede Menge Spaß. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für deine Zeit, für die Gastfreundschaft und für dieses wahnsinnig tolle Essen. Danke für deine Zeit. So ein Besuch. Bei dem Dessertteller braucht Holger sicher noch Hilfe. Deshalb tausche ich jetzt die Kamera gegen Tiramisu. So, nach einem wunderschönen Tag in Kronstadt, ein wunderbarer kulinarischer Abschluss. Es zieht sich durch, was wir jeden Tag erleben. Wir gehen nicht hungrig ins Bett. Diätprogramme sollte man vorher gleich canceln. Was soll ich sagen? Ich glaube, darüber kann man nicht viel sprechen, man muss es einfach essen. Das mache ich jetzt auch. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu abonnieren und zu liken, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das ist wirklich die größte gotische Kirche Südosteuropas. Und diese führte dazu, dass wir die bedeutendste Sammlung osmanischer Teppiche dieser Art weltweit haben.